Hallo, ich hoffe, es geht euch gut. In diesem Video wollte ich euch mal meine Morgenroutine, Pflege und Make-up vorstellen. Bei uns ist es so, meine kleine Tochter geht noch in die Schule, ich muss sehr früh aufstehen und ich muss sie auch in die Schule fahren, weil wir relativ weit weg wohnen. Und das bedeutet aber, dass ich mich also morgens schon komplett fertig machen muss und das jetzt auch in einem relativ kurzen Zeitraum. Heißt, alles, was ich benutze, muss immer irgendwie zackig gehen. Also ich habe jetzt keine Zeit, mich morgens stundenlang im Bad fertig zu machen. Das heißt, ich habe jetzt über die Jahre eine ganz gute Routine entwickelt, die für mich funktioniert, die für meine Haut funktioniert und die wollte ich euch jetzt vorstellen. Also fangen wir an. Ich wasche morgens nach dem Aufstehen mein Gesicht einfach nur mit Wasser, meistens ein bisschen kälteres Wasser, damit man ein bisschen wach wird. Und dann benutze ich hier den Gua Sha. Den habe ich euch schon mal in dem Video vorgestellt für die Weihnachtsgeschenke-Empfehlungen. Das heißt, wenn das Gesicht noch feucht ist, bearbeite ich das im entsprechenden Rhythmus. Und danach benutze ich noch hier diesen Edelsteinpilz, der wird um die Augen rum benutzt. Auch immer mit ein bisschen entweder Augencreme oder eben einfach auch nur Wasser drunter. Der hat den schönen Vorteil, dass er eben recht kühl ist und gerade wenn man morgens noch ein bisschen dickere Augen hat oder so ein bisschen verquollen ist, dann kühlt das so ein bisschen runter und macht die Augen schon so ein bisschen wacher. Das ist also quasi der Anfang und danach mache ich ganz normal meine Tagescreme drunter. In der Regel benutze ich von Bare Minerals die Smoothness Creme. Die ist eigentlich super, die habe ich schon ganz lange. Für mich ist es auch immer wichtig, dass die Produkte so wenig wie möglich riechen. Also ich mag es überhaupt nicht, wenn es alles stark parfümiert ist, also es sollte möglichst neutral sein. Das ist die. Für mich ist es aber so, dass im Winter jetzt, wenn es ein bisschen kälter ist, die manchmal nicht ausreicht. Das heißt, ich brauche etwas reichhaltigeres, weil meine Haut eher trocken ist. Und ich habe jetzt in London die Ultra Facial Cream von Kiehl's gekauft. Das ist die hier, so ein kleines Töpfchen und ich bin angenehm überrascht, weil eigentlich ist die sehr ähnlich zu der Bare Minerals, aber ein kleines bisschen reichhaltiger, aber auch nicht zu fettig oder so, sage ich jetzt mal. Zieht auch schnell ein, das finde ich auch immer wichtig und also jetzt im Winter benutze ich die hier. Ja, weiter geht's dann mit meiner Foundation, die habe ich jetzt auch schon mal drauf gemacht. Das ist auch von Bare Minerals, die Complexion Rescue Foundation. Das ist im Grunde genommen einfach nur so eine getönte Tagescreme, die hat aber schon einen Sonnenschutzfaktor von 30 drin, was ich auch super finde. Also gerade auch im Sommer ist die perfekt, wenn es draußen wärmer ist. Man will jetzt irgendwie nicht so was Dickes auf dem Gesicht haben und hat auch eben schon einen Lichtschutzfaktor mit drin. Die ist aber wirklich sehr leicht und deckt jetzt nicht wahnsinnig gut. Also die ist jetzt tatsächlich nur so ein bisschen, dass man nicht so käsig aussieht. Und bei der ist es so, ich benutze da immer so ein haselnussgroßes Stück und trage das dann mit den Händen auf, weil ich mag das dann lieber bei so einer ganz leichten Creme mit den Händen aufzutragen als mit dem Pinsel. So, das habe ich jetzt schon mal drauf und dann mache ich es eigentlich so, dass ich manchmal, aber auch nicht immer einen Concealer benutze, je nachdem, wie es mir gerade so ist. Ich benutze also hier den Radiant Creamy Concealer von NARS. Den finde ich auch richtig cool und der ist auch sehr angenehm und den kann man gerade mal auftragen. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Spiegel, weil meine Kamera so ein bisschen weiter weg steht und dann kann ich es nicht so gut sehen. Also ich mache den dann auch immer hier so ein bisschen unter die Augen und ein kleines bisschen auf die Nase, manchmal hier auch noch so auf die Wangen und hier so. Also ich bin jetzt natürlich auch kein Schminkprofi, aber so funktioniert es halt für mich ganz gut. Und dann habe ich hier so ein Make-up-Schwämmchen und damit kriege ich das dann gut eingearbeitet. Manchmal ist es auch so, dass ich da noch ein bisschen warte, dass das so ein bisschen so von sich aus in die Haut einzieht. Und ja, also das wäre es dann auch schon. Als nächstes, meistens mache ich so, dass ich erstmal so die Foundation bearbeite und dann in die Details gehe. Das heißt, ich nehme dann einen Bronzer. Bei mir ist eigentlich bei meinem Make-up wichtig, dass es so natürlich wie möglich aussieht, aber dass ich eben auch gerade jetzt im Winter nicht irgendwie krank, käsig irgendwie aussehe.
So, ich habe von NARS hier so einen Creamy Concealer, Laguna heißt der, und den habe ich jetzt, weiß ich nicht, schon fast ein Dreivierteljahr. Super. Den finde ich total gut. Den trage ich dann mit dem Pinsel auf, da braucht man auch gar nicht viel. Und der lässt sich eigentlich auch super schön auftragen. Und schon sieht man gleich so ein bisschen besser aus, sag ich mal. Also ein bisschen urlaubsmäßiger als jetzt, wenn man so käsig morgens ins Spiegel guckt. Dann benutze ich einen Rouge. Ich habe jetzt eine ganze Zeit auch von Benefit, Vila heißt der, benutzt. Das ist so ein relativ schöner Rosenholzton. Ich habe mir jetzt gerade, wo ich am Wochenende in München war, von MAC Neues Rouge gekauft. Das ist so ein Nuance dunkler. Muss ich jetzt erstmal ein bisschen ausprobieren, wie das sich anfühlt und wie sich das auftragen lässt. Bin ich mal gespannt, weil der ist mir jetzt im Prinzip für den Herbst, Winter eigentlich so ein bisschen zu krachig, sage ich jetzt mal. Also im Sommer ist der toll, aber im Winter ist er eigentlich ein bisschen für mich zu hell. Also den mache ich dann auch so ein bisschen hier. Man sieht es schon, der hat eine ziemliche Intensität. Und dann mache ich den meistens, noch mal so ein bisschen hier mit dem Pinsel für den Bronzer einarbeite. So, das ist im Prinzip auch schon alles, was die Foundation betrifft. Ja, dann geht es weiter mit den Augen. Ich mache einen Lidstrich meistens, obwohl ich das jetzt auch gar nicht so gut kann. Und, oder ich benutze einfach nur Wimperntusche. Also ich benutze ganz, ganz selten Lidschatten, weil mir das eigentlich dann schon wieder zu viel ist im Alltag, beziehungsweise mir das dann auch oft so verschmiert. Da habe ich jetzt auch noch nicht so richtig die Skills oder auch irgendwie die Möglichkeit gefunden, dass es sich schön absetzt. Wahrscheinlich muss ich ja irgendwie noch irgendwas drunter machen. Weiß ich nicht. Das ist mir dann aber auch meistens im Alltag tatsächlich schon viel zu viel Aufwand. Also wenn man abends weggeht oder so, klar, dann macht man das, aber nicht jetzt so für morgens. Ich benutze als Eyeliner von L'Oreal hier einen. Der ist so ein Ultra Precision. Der hat hier vorne so eine Pinselspitze, wie man sieht. Und den hier, und ich habe noch einen anderen, also der ist jetzt schwarz und ich habe noch einen in braun, was ein bisschen besser noch zu meinen Augen passt und im Alltag auch nicht ganz so hart ist. Also den mache ich jetzt mal drauf und mal gucken, wie es funktioniert. So, Eyeliner ist halbwegs drauf. Es geht wahrscheinlich einigen so. Ich finde, einen Eyeliner, einen Lidstrich zu machen, ist tatsächlich echt schwierig und kommt wirklich gut auf den Pinsel drauf an, den man hat. Ob man dann noch so einen Wing dran macht oder so, das ist bei mir auch so tagesformabhängig. Meistens mache ich es aber nicht, weil es mir dann schon zu auffällig im Prinzip ist. Ja, dann Wimperntusche. Von Wimperntusche habe ich jetzt eine ganz neue Entdeckung gemacht, und zwar ist es die Lash Sensational Sky High von Maybelline. Die habe ich jetzt gerade ganz neu und die finde ich richtig, richtig gut. Also die hat hier so ein ganz, ich weiß nicht, ob man es sieht, ganz schmales Bürstchen, aber die kommt richtig gut an die Wimpern dran und ich benutze dann auch meistens eine Wimpernzange, je nach Lust und Laune, aber schon öfters. Und jetzt so, das ist jetzt die Wimperntusche. Ich tusche die Wimpern so ein-, zweimal. Jetzt habe ich auch die braune benutzt. Ich habe sie auch noch in schwarz, also die ist wirklich, finde ich, richtig gut. Geht ein bisschen schwieriger ab, obwohl es jetzt keine wasserfeste ist, aber hält auch wirklich gut, verschmiert nicht. Also ich finde sie richtig super. Zu den Augenbrauen. Ich habe 3 Produkte für die Augenbrauen. Das eine ist Precisely My Brow Pencil. Und zwar ist der von Benefit. Den finde ich richtig, richtig super. Was ich nicht benutze, ist, ich benutze kein Augenbrauengel, weil meine Augenbrauen jetzt nicht so wahnsinnig sind und eigentlich halten die auch ganz okay.
Das hat jetzt hier hinten auch so ein Bürstchen, dass man die erstmal quasi damit hochkämmt. Und dann ist das hier so ein kleiner Stift. Und damit kann man jetzt erstmal so ein bisschen die Lücken ausfüllen und sich praktisch so ein paar Härchen einzeichnen, wo es vielleicht ein bisschen dünner ist. Das ist jetzt praktisch der erste Schritt. Dann habe ich auch vom Benefit den Brow Microfilling Pen. Das ist der hier. Und der hat hier oben so eine, ja praktisch wie so ein Bürstchen Stiftspitze mit so drei Zinken. Und den kann man dann einfach nochmal nehmen, um das Ganze so ein bisschen auszufüllen. So. Und an manchen Tagen reicht mir das auch schon für die Augenbrauen, dann ist das für mich auch völlig okay. Und manchmal habe ich aber das Bedürfnis, ach nee, es ist mir dann zu wenig. Das Gesicht sieht dann irgendwie noch so ein bisschen kahl aus. Und dann nehme ich etwas, was ich schon bestimmt jetzt 15 Jahre benutze und super finde. Und zwar ist es von Bobbi Brown, das Brow Kit, Saddle Mahagoni. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Geschichte, weil das hat hier innen drin einen kleinen Pinsel, 2 verschiedene Brauntöne und sogar eine kleine Pinzette. Ist ein echter Retter in der Not, wenn man jetzt unterwegs ist, also im Urlaub oder das Wochenende weg und man hat keine Pinzette dabei und braucht sie. Man hat aber immer dieses Augenbrauen-Kit dabei. Die Pinzette ist drin, super. Also das hat mir schon so manchen Urlaub ein bisschen gerettet. Also man braucht ja nicht die Pinzette nur für die Augenbrauen, aber wenn jetzt irgendwie einer mal einen Splitter irgendwie hat oder so, ist es einfach, hat man immer eine Pinzette dabei. Finde ich super. So, also dann mache ich das Augenbrauen. Das ist so ein Puder. Da braucht man eigentlich nur so ein bisschen auf diesen kleinen Pinsel machen und fährt die Augenbrauen noch so ein bisschen nach. Und dann so. Und das sieht dann auch noch immer, finde ich, natürlich aus, aber es ist ein bisschen mehr und es hält tatsächlich länger, wenn ich das drauf mache. Gut, dann je nach Jahreszeit pudere ich jetzt eher weniger mein Gesicht, weil eben, wie gesagt, meine Haut schon relativ trocken ist. Ich mag es aber nicht ganz so glowy, wie jetzt viele das eigentlich mögen. Und deswegen habe ich von Und Gretle aus Berlin den Puder Ilge. Der ist in so einem wirklich sehr schönen Metallschächtelchen mit einem Spiegel und so einer Puderquaste. Und der ist, man sieht jetzt schon ganz gut gebraucht, aber so ein ganz transparenter, also ein farbloser. Und dann nehme ich den und mache im Prinzip hier nur so ein bisschen die T-Zone unter den Augen und manchmal auch noch so ein bisschen hier auf den Augenlidern. Und ja, das war es dann auch schon. Ein bisschen Nachteil an dem Schächelchen finde ich, dass es extrem schwer ist, weil es eben aus Metall ist, was es sehr hochwertig macht. Aber wenn man in Urlaub fährt, dann ist es einfach schon total schwer in so einem Kosmetikkästchen. Naja, aber es hält sehr lange und es ist wirklich gut. Ich hatte mir jetzt noch einen Benefit Transparentpuder gekauft, den habe ich aber auch noch nicht so ausprobiert. Also muss mal sehen. Der ist aber einfach sehr praktisch und einfach und geht ratzfatz. Zum Thema Lippenstift ist es auch sehr unterschiedlich. Je nach Lust und Laune, sage ich jetzt mal, ist es oft so, dass mir so ein bisschen ein Lip Balm eigentlich reicht. Also ich habe hier diesen Florence Lip Balm. Der ist so ein bisschen getönt, also der hat so einen leichten Pink-Schimmer. Riecht allerdings ein bisschen. Also das ist so ein bisschen erdbeerig, das mag ich jetzt nicht ganz so gerne, aber ist sehr angenehm. Also den benutze ich dann manchmal. Oder wenn es ein bisschen knalliger sein soll, ist einer meiner Lieblingsfarben hier von MAC, die 502 Cockney. Und der ist schon relativ, ich mache das jetzt mal so ein bisschen korallig, aber ist auch jetzt nicht so total intensiv. Also es hat mehr, ich mache ihn mal drauf. Also der ist jetzt auch mehr
wie so ein, fühlt sich eigentlich tatsächlich auch mehr an wie so ein Lipbalm als wie ein richtiger Lippenstift. Was ich gar nicht mag, sind diese ganz tief pigmentierten Lippenstifte, die so ganz, ganz lange auf den Lippen bleiben. Also ich habe das dann lieber, dass ich dann 2-3 Mal am Tag Lippenstift drauf mache, wenn überhaupt. Und nicht einen, der da 24 Stunden hält. Und zu guter Letzt, wenn der Lippenstift drauf ist, gibt es natürlich noch ein bisschen Duft. Ich benutze für jeden Tag und immer das Eau Vitamine von Biotherm. Das ist ein ganz, ganz zitroniger Duft. Den mag ich, der ist sehr leicht, der verfliegt jetzt auch relativ schnell. Und das ist mein Go-To-Duft für jeden Tag. Und den mache ich dann noch drauf. Und dann kann es losgehen. Das war es jetzt im Prinzip hier von meinem morgendlichen Pflege- und Make-up-Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, gerne unten in die Infobox. Ich kann euch auch gerne nochmal ein Video zur Abendroutine machen, wenn euch das interessiert. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao!